Hebel-ETF. Häufig daran zu erkennen, dass im Titel des ETFs etwas mit X2 oder das Wort Leverage zu finden ist, erscheinen als die ideale Möglichkeit, um noch mehr Rendite in kürzerer Zeit abzugreifen. Was ein Hebel-ETF vereinfacht erklärt ist und wie sich das Risiko bei Hebel-ETFs darstellt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Um zu erklären, wie ein Hebel-ETF funktioniert, hier ein praktisches, aber fiktives Beispiel. Auf der linken Seite sehen wir den normalen Index in Anführungsstrichen, wie beispielsweise einen S&P 500 Index, der die größten 500 Aktien aus den USA beinhaltet. Es gibt diverse ETFs, die genau eben diesen Index abdecken. In der Regel sind diese auch sehr, sehr günstig, was die Gesamtkostenquote angeht. Rechts sehen wir den S&P 500 2X Leverage Daily Index. Der Teil S&P 500 bleibt natürlich gleich. Das 2x oder Leveraged bedeutet allerdings, dass dieser Index gehebelt ist um den Faktor 2. Es gibt auch dreifach gehebelte ETFs, die dann eben um den Faktor 3 hebeln. Wichtig ist jedoch noch das Wort Daily im Indextitel. Das bedeutet, dass der Index auf einer täglichen Basis die Performance des normalen S&P 500 Index hebelt. Das sieht dann beispielsweise so aus. Angenommen, am Tag 1 startet der S&P 500 Index bei 100 Punkten im Index. Er beendet den Tag 1 bei 105 Punkten. Er erwirtschaftet an diesem Tag also 5% Punktezuwachs. Hätten wir jetzt 100 € in den S&P 500 2X Leverage Daily Index via ETF investiert, so würde dieser natürlich um den Faktor 2 steigen. Das heißt, statt 5% würde er das Doppelte, also 10% Rendite an diesem Tag erwirtschaften. Unser Depot stünde am Ende des Tag 1 mit diesem ETF also bei 110 € und bei einer Gesamtrendite von eben 10%. Soweit, so simpel. Jetzt beginnt das Ganze aber erst spannend zu werden. Am zweiten Tag steigt der normale S&P 500 Index um weitere 8%. Richtig super, so soll es ja auch sein, und wir sind hier anscheinend in einem Mini-Bullenmarkt, wo die Kurse so richtig gut anziehen im Moment. Der normale nicht gehebelte Index startete am Morgen bei 105 Punkten von Tag 1 eben und steigt dann im Verlaufe des Tag 2 durch das 8% Wachstum auf 113,4 Punkte an. Bedeutet, am Ende von Tag 2 hat der S&P 500 Index eine Gesamtrendite von 13,4% innerhalb dieser 2 Tage natürlich hingelegt. Wenn man jetzt natürlich annimmt, dass der gehebelte 2x Leveraged ETF bei 26,8% Gesamtrendite am Ende von Tag 2 steht, dann hat man sich etwas getäuscht. Unser Investment von 100 € in den S&P 500 2x Leverage Daily Index bzw. das Investment in den ETF dahinter startet am Tag 2 morgens mit einem Wert von 110 €, der Wert also vom Ende des Tag 1. Dann legt der Index an diesem Tag ein Wachstum von 16% hin. Na klar, der normale S&P 500 Index ist ja an Tag 2 um 8% gestiegen, also wächst der gehebelte ETF an diesem Tag um 16%. Am Ende von Tag 2 steht der gehebelte ETF also bei 127,60 €. Das bedeutet allerdings, dass wir auf 2 Tage gesehen eine Gesamtrendite von 27,6% erzielt haben. Mehr also als bloß das Doppelte vom normalen Index innerhalb dieser 2 Tage. Wir können also festhalten, innerhalb eines Bullenmarktes, wo es praktisch tagelang nur bergauf geht, verstärkt sich der Hebeleffekt immer weiter, dadurch, dass er eben jeden Tag den Hebel neu ansetzt auf die Tagesperformance. Über Wochen und Monate in einem Bullenmarkt, wo die Kurse stetig steigen, erzielt man hier möglicherweise also mehr sogar als bloß die doppelte Rendite. An Tag 3 sieht die Welt in unserem Beispiel dann nicht mehr ganz so schön aus. Der S&P 500 Index verliert jetzt 5%. Von 113,4 Punkten geht es zurück auf 107,73 Punkte. Am Ende steht hier nach 3 Tagen eine Gesamtrendite von 7,73%. Der gehebelte Index fällt natürlich nicht nur um 5% zurück, sondern macht an diesem Tag ein Minus von 10%, weil er ja auch um den Faktor 2 hebelt, auch in die negative Richtung. Von 127,60 € im Depotwert fallen wir also auf 114,84 € zurück. Stehen am Ende von Tag 3 also bei 14,84% Gesamtrendite. Und schon geht das euphorische Hebeln nicht mehr ganz auf. 7,73% Gesamtrendite multipliziert mit dem Faktor 2 wären ja eigentlich 15,46% Gesamtrendite. Mit seinen 14,84% hat der Hebelindex am Ende von Tag 3 also nicht mehr die doppelte Rendite erzielt über diesen gesamten Zeitraum. Tag 4 geht genauso bescheiden weiter. Um 7,18% verliert der S&P 500 an Wert. Von 107,73 Punkten geht es zurück auf genau 100 Punkte. Am Ende von Tag 4 steht also eine Gesamtrendite hier von 0%. Wir sind wieder da, wo wir an Tag 1 begonnen haben. Für den Hebelindex bedeutet dies, dass der
der Index an diesem Tag um 14,36% zurückgeht. Somit fällt unser Depotwert hier auf 98,35 Euro zurück und wir liegen daher bei einem Minus von 1,65% in der Gesamtrendite. Wir sehen also, in Seitwärtsphasen bei Kursschwankungen, wie diesen hier über die 4 Tage, ist ein Hebel-ETF nicht sonderlich sinnvoll. Der normale Basisindex liegt hier bei plus minus 0, während der gehebelte ETF am Ende dieser 4 Tage schlechter dasteht. Angenommen, der S&P 500 Index würde an einem Tag um 50% fallen, so würde ein Hebelindex bzw. ein Hebel-ETF an diesem Tag bei minus 100% stehen und alles wäre futsch. Und selbst wenn der S&P 500 Index nur um 10% an einem Tag fällt, so bedeutet dies natürlich einen 20% Verlust an diesem Tag für den gehebelten ETF, den er erstmal wieder aufholen muss. Am fiktiven Tag 5 legt der normale Index hier im Beispiel nochmal ein Minus von 5% hin, kommt also insgesamt auf eine Gesamtperformance von minus 5% über diese 5 Tage. Der gehebelte Index legt natürlich an Tag 5 ein Minus von 10% hin und liegt insgesamt bei einem Minus von 11,48%, also bei mehr als dem Doppelten nach 5 Tage im Minus. Wir halten also fest, ein Hebel-ETF würde sich vor allem dann lohnen, wenn ihr sicher wüsstet, dass der S&P 500 Index in diesem Beispiel bzw. der Basisindex generell in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten stetig steigen würde. Da das niemand weiß, ist das natürlich eher Zockerei. Klar, einzelne Tage, an denen es mal zurückgeht, lassen sich natürlich auch auf lange Sicht verkraften, dennoch lohnt sich ein Hebel-ETF vor allem in guten Aufwärtstrends. In Seitwärtsphasen läuft der gehebelte ETF mit höherer Wahrscheinlichkeit schlechter als der normale Index und in Bärenmärkten, also in Zeiten, in denen es stetig eher abwärts geht, die wir über Jahre nicht gesehen hatten, weswegen dieses Risiko bei vielen Anlegern aktuell auch komplett ausgeblendet wird, können die Verluste mit dem Hebel-ETF schon enorm werden. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. Schauen wir nun einmal auf ein paar beliebte Hebel-ETFs. Der erste ETF ist der Luxor Nasdaq 100 Daily 2X Leveraged ETF. Dieser ETF basiert natürlich auf dem Nasdaq 100 Index, den er eben auf täglicher Basis hebelt, mit dem Faktor 2, wie gerade erklärt. Der gehebelte ETF hat eine Gesamtkostenquote von 0,6%, was schon recht teuer ist. Das Fondsvolumen ist mit mehr als 400 Millionen Euro für einen Hebel-ETF sehr hoch. Für einen beliebten normalen ETF wäre das eher wenig. Was schon zeigt, dass Hebel-ETFs eher ein Instrument für erfahrene Anleger sind, weil eben ein recht großes Risiko auf der Downside, wenn es also mal im Markt bergab geht, gibt. Wir sehen auch in dem Vergleichschart seit 2010, dass die Volatilität bei einem derartigen Hebel-ETF enorm ist. Im Vergleich zum normalen Nasdaq 100 ETF zumindest. Zwar sieht der Chart recht schön aus, weil der Hebel-ETF nämlich die Performance des Nasdaq 100 ETFs auf die letzten 10 Jahre gerechnet bei weitem und mehr als das Doppelte übertrifft. Allerdings seht ihr auch, wenn es mal bergab geht, wie enorm dieser Rückgang im Hebel-ETF ist. Hätte man im Jahr 2010 10.000 Euro in diesen Hebel-ETF investiert, so besäßen diese 10.000 Euro heute einen Wert von ca. 620.000 Euro. Eine unglaubliche Rendite von 42,08% pro Jahr stünden hier zu Buche. Der Basisindex Nasdaq 100 hat im gleichen Zeitraum in etwa 23,28% Rendite, also mehr als die Hälfte vom Hebel-ETF, pro Jahr abgeworfen. Was ebenfalls schon richtig gut ist. Wir sehen auch, dass die letzten 10 Jahre praktisch durchweg bullisch waren und es halt überwiegend bergauf ging. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sich der richtige Vorteil des Hebel-ETFs erst ab 2014 ergeben hat. Nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 schoss der gehebelte ETF dann nochmal richtig nach oben. Die 42% Rendite pro Jahr über die letzten 10 Jahre kommen also maßgeblich aus den letzten 12 Monaten, die den Hebel-ETF eben auf diese stabilen Werte bringen. Der lange Anlagezeitraum gepaart mit dem Zinseszinseffekt schlägt hier also richtig gut zu Buche. Ein sehr interessanter Wert ist hier die Sharpe Ratio. Diese liegt beim Hebel-ETF bei 1,33 und beim normalen Nasdaq 100 ETF bei 1,49. Generell gilt, je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser. Die Sharpe Ratio setzt die erzielte Überrendite eines Fonds im Verhältnis zur Volatilität, also der Schwankung eines Kurses innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Das bedeutet also, wenn wir diese Schwankungen und damit auch das Risiko des ETFs mit einbeziehen, erhält der normale Nasdaq 100 ETF immer noch den besseren Wert im Vergleich zum gehebelten ETF. Man könnte also auch sagen, der Hebel-ETF verdoppelt das Risiko der Anlage,
damit natürlich auch die Schwankungen und ist damit wesentlich riskanter als ein Nasdaq 100 ETF, der weniger risikoreich ist, im Verhältnis aber sogar besser performt. Je höher die Sharpe Ratio eines Investments liegt, desto besser hat sich der Fonds bzw. die Anlage im Verhältnis zum Risikopotenzial entwickelt. Das sehen wir auch, wenn wir uns den Drawdown, also die Abwärtsbewegungen an einzelnen Tagen in den vergangenen 10 Jahren in diesem Vergleich angucken. Hier sehen wir in dieser Grafik also nur die einzelnen Tage, an denen der Nasdaq 100 Index an Wert verloren hat. Anhand der roten Kurve, die den Hebel-ETF darstellt, sehen wir, dass natürlich der gehebelte ETF teilweise enorme Kursverluste an einzelnen Tagen zu verkraften hatte. In 2019 fiel er sogar an einem Tag um mehr als 30% und mindestens dreimal um mehr als 20%. Je nachdem, wann ihr natürlich beginnt zu investieren, kann dies natürlich direkt ein kräftiger Schlag ins Kontor sein. Natürlich, wenn es überwiegend häufiger danach bergauf geht, kommen natürlich solche krassen Renditen wie mehr als 40% Rendite pro Jahr zustande. Wenn wir jedoch in eine längere Seitwärtsphase im Markt oder in einen Bärenmarkt eintauchen, kann das blutig ausgehen. Über die letzten 10 Jahre wurde das theoretisch schlechteste Jahr im Luxor Nasdaq 100 ETF mit einem Minus von 2,2% beendet. Der Hebel-ETF schloss in seinem schlechtesten Jahr mit beinahe minus 10% am Ende des Jahres. Viele Hebel-ETFs, wie auch dieser auf den Nasdaq 100, besitzen einen starken USA-Fokus. Das gilt auch für den Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily ETF. Der besitzt aktuell ein Fondsvolumen von 367 Millionen Euro, ist aber deutlich günstiger als der Nasdaq ETF mit 0,35% Gesamtkostenquote. Den ETF gibt es seit Mai 2011, weswegen der Zeitraum hier etwas kürzer ist. Aus einem 10.000 Euro Investment im Jahr 2011 wären heute 134.000 Euro geworden, bei fast 30% Rendite pro Jahr. Der normale Amundi MSCI USA ETF, also der ETF hier auf diesen Basisindex, käme auf 16,49% Rendite pro Jahr. Auch hier schafft der Hebel-ETF auf jährlicher Basis keine Verdopplung der Rendite. Und auch hier ist die Sharpe Ratio des Amundi MSCI USA ETF ohne Hebel mit 1,23 besser als die des Hebel-ETFs. Auch hier ist das Risiko beim Hebel-ETF also größer, der Ertrag im Verhältnis zum Risiko dann nicht ganz so gut. Wenn wir uns hier den Drawdown-Chart anschauen, dann sehen wir, dass zu Zeiten des Corona-Crashes hier ein Minus von 40% beim Hebel-ETF zu Buche stand, sowie ebenfalls mehrmals ein Minus von mehr als 20% an einem Tag. Hier wird klar, Buy and Hold über 10 Jahre hätte in diesem Fall auch gut funktioniert, allerdings kann so ein Hebel-ETF zwischenzeitlich schon bei Rückgängen richtig ins Kontor schlagen, wenn ihr mit einem Schlag erstmal 40% eures Depotwertes verlieren könntet, selbst in einem langen Bullenmarkt, wie es hier der Fall war. Das schlechteste Jahr des Hebel-ETFs hätten Anleger hier mit minus 14% abgeschlossen, während das schlechteste Jahr des normalen Amundi MSCI USA ETF bei minus 5,6% gelegen hätte. In diesem schlechten Jahr war der Hebel-ETF also fast dreifach so schlecht. Wie schnell ein Hebel-ETF zu einem eher lahmen Investment mit erhöhtem Risiko und eigentlich praktisch kaum mehr Rendite wird, sehen wir beim Blick auf den Luxor Daily Leverage DAX ETF. Der DAX ist natürlich in der Vergangenheit nicht so toll gelaufen wie die verschiedenen Indizes aus den USA, das wisst ihr alle. Allerdings, wenn wir uns den roten Chart hier anschauen, immer noch halbwegs okay. Schön ist, dass wir auch hier noch die Finanzkrise 2008 mit im Chart haben, die bei den beiden zuvor genannten ETFs nicht mit inbegriffen war. Wir sehen hier also in Rot den normalen iShares Core DAX ETF und dazu den gehebelten DAX ETF im Vergleich. Bis zur Finanzkrise konnte sich der Hebel ETF abheben, um dann schlagartig bis Ende 2009 unter die Performance des DAX zu fallen. Dann dauerte es bis 2014, bis der Hebel-ETF wieder richtig annähernd gleichziehen konnte oder überholen konnte. Auch 2015 lag er wieder kurz vorne. Die dann folgenden starken Kursrückgänge führten jedoch direkt wieder dazu, dass er sich nicht lösen konnte und praktisch bis 2018 wieder in der Nähe des DAX blieb. Der Corona-Crash drückte den Hebel-ETF dann erneut richtig nach unten, bevor er dann in den letzten Monaten wieder an Fahrt aufnehmen konnte. Insbesondere aber die Jahre 2008 bis 2013 zeigen uns, dass der Hebel-ETF hier deutlich im Minus, teilweise bei über 40% im Vergleich zum Einstieg, in der Performance lag. Überlegt euch nur, hier hättet ihr ca. 5 Jahre aushalten müssen mit einem Hebel-ETF, der deutlich schlechter lief als der DAX und der euer Investment praktisch permanent im Minus gehalten hätte. Gerade auch die Leute, die sagen, dass Asien bzw. Schwellenländer oder China die letzten Monate schlecht lief und sie deshalb alles verkauft haben schlagartig, oder diejenigen, die jedem neuen Trend-ETF hinterherlaufen, möchte ich sehen, wie sie diese Durststrecke von mehreren Jahren bei diesen enormen Schwankungen durchstehen, ohne zu verkaufen. Und no front, natürlich kann man auch zum Ergebnis kommen, dass China zum Beispiel nichts für das eigene Depot ist, aber eben nicht nur aufgrund der Tatsache, weil die Werte ein paar Monate oder Wochen lang schlecht liefen, wenn man sich als Buy-and-Hold-Anleger bezeichnet. Viele werden jetzt sagen, na klar, aber der DAX ist ja auch schlecht und die US-Indizes sind ja wesentlich besser, also hebel ich eben hier und nicht im DAX. Auch hier sei gesagt, die Märkte marschieren seit Jahren, vor allem die US-Märkte, nach oben. In längeren Seitwärtsphasen und Bärenmärkten, die in den Charts hier praktisch nicht auftauchen,
wirkt der Hebel extrem negativ und keiner weiß, wann wieder schlechte Marktphasen eintreten werden. Zumindest sollte man sich bei einem gehebelten ETF auf einzelne Länder, wie beispielsweise hier auf die USA, mit makroökonomischen Faktoren auseinandersetzen, wie beispielsweise mit der langfristigen Zinspolitik der Fed in den USA, um den richtigen Zeitpunkt für sein Investment zu finden, beziehungsweise um das Risiko auch beurteilen zu können. Zusammengefasst, das Risiko beim Hebel-ETF liegt in kurzfristigen starken Kursrückgängen. Generell wird das Instrument von erfahrenen Anlegern vor allem kurzfristig genutzt, beispielsweise wenn der Markt so wie zuletzt heftig gesunken ist und die Anleger und Investoren kurzfristig mit einer Gegenbewegung nach oben rechnen, dann gibt es sicherlich einige, die kurzfristig auf einen Hebel-ETF setzen. Diese Art von Trading ist aber eben mit einem enormen Risiko verbunden, verursacht starke Tradinggebühren, wenn ihr nämlich immer wieder kaufen und verkaufen müsst, und bedeutet, dass ihr den Markt genau beobachten müsst und gegebenenfalls auch häufiger einen Stop-Loss nachziehen solltet. Nichts also für mich als langfristigen Buy-and-Hold-Anleger. Buy-and-Hold, also das Kaufen und über mehrere Jahre, zum Beispiel 10, 20 Jahre halten, sah für die letzten 10 Jahre bei den gehebelten US-ETFs ganz gut aus. Selbst unter normalen Kriterien, also ohne Hebel, würde ich aber keine Länder-ETFs in mein Portfolio holen. Einen richtigen World-ETF mit Hebel habe ich noch nicht gefunden. Was zu vernachlässigen ist insgesamt eine höhere Gesamtkostenquote bei diesen Hebel-ETFs wegen der aufwendigeren Nachbildung. Die Tatsache, dass alle Hebel-ETFs auch Swap-ETFs sind, birgt noch ein Kontrahentenrisiko. Ich persönlich setze für meine Anlagestrategie auf ein Buy-and-Hold-Portfolio mit Multifactor-Ansatz, wie ich es in diesem Video hier näher erläutert habe. Daher sind Hebel-ETF, die einen kurzfristigen Horizont mitbringen, erstmal nicht interessant. Denkbar wäre es natürlich, sich auch einen S&P 500 oder Nasdaq Hebel-ETF für die kommenden Jahre ins Portfolio zu legen. Aber da, wie schon erläutert, das Chancen-Risiko-Verhältnis bzw. die Sharpe-Ratio bei Hebel-ETF sogar schlechter ist als beim normalen Basisindex oder ETF, kommt das für mich nicht in Frage. Zudem würde ein Hebel-ETF meine Strategie auch vollkommen durcheinander bringen und mein Portfolio komplexer werden lassen, da ich dann natürlich die Unternehmen aus dem S&P 500 oder aus dem Nasdaq oder woher auch immer in meinem Portfolio stark übergewichtet hätte. Was haltet ihr von Hebel-ETF? Setzt ihr sie für kurzfristige Kursbewegungen ein oder habt ihr sie sogar in eurem Buy-and-Hold-Langfrist-Portfolio? Schreibt eure Meinungen gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder bei der nächsten Aktienanalyse. Die Kanalmitglieder können abstimmen, welche Aktie ich als nächstes analysieren soll. Einen guten Start ins neue Jahr. Dieses Video ist kein Investment oder keine Anlageberatung. Für Kursverluste, die ihr durch euer Handeln basierend auf den Informationen aus diesen Videos erleidet, kann ich nicht haftbar gemacht werden. Diese Videos dienen einzig und allein der Unterhaltung.